Amen. Amen. We want to carry on our studies, Wir wollen mit unserem Studium nun fortfahren, taken from Matthew 13. welches wir in Matthäus 13 begonnen haben. Ups. I have 4 presentations left, Ich habe noch 4 Präsentationen and in those presentations, I want to try and cover a second topic und in diesen Präsentationen hoffe ich, ein zweites Thema durchnehmen zu können, that's caused many people a lot of problems in our movement. welches vielen Menschen in dieser Bewegung Probleme verursacht hat. So, what I want to ask you to do So, was ich euch nun frage, dass ihr tun werdet, in preparation for those studies, um darauf euch vorzubereiten auf dieses Studium, in your own time, dass ihr in eurer eigenen Zeit, if you go to the great controversy, dass ihr zum großen Kampf geht, and I'm not sure of the chapter numbering in the German, und ich weiß nicht genau, welche Kapitel das im Deutschen ist, but in the English it's chapter 38 and 39. aber im Englischen ist es Kapitel 38 und 39. It's called the final warning Es ist, wird genannt die letzte Warnung and the time of trouble. und die Zeit der Trübsal. It's the 5th from the end chapter. Also ist das fünftletzte Kapitel. So the last chapter is chapter 42, the controversy ended. Das letzte Kapitel ist Kapitel 42, wo es heißt, der Kampf ist beendet. And it's the 5th chapter back, it's chapter 38 and 39. Und dann 5 Kapitel zurück ist es Kapitel 38 und 39. So please take the time Also nehmt euch bitte diese Zeit to read those 2 chapters if you're able to, und wenn es euch möglich ist, diese Kapitel dann auch durchzulesen. so that you can have a working knowledge of some of the material we want to cover. Also dass ihr dann so ein bisschen mit dem Material vertraut seid, was wir dann durchnehmen wollen. Okay, so back to Matthew 13. Und nun zurück zu Matthäus 13. We read verses 24 and 25. Wir haben bereits die Verse 24 und 25 gelesen. And we saw Und wir haben gesehen, that it was dealing with the kingdom of heaven. dass es hier um das Gleichnis des Himmels ging. We saw that there were 2 men. Wir haben gesehen, dass es da 2 Männer gab. One owns the field, Einer, dem gehört das Feld, the kingdom of heaven, nämlich dem König des Himmels. and the other one is an enemy. Und der andere ist ein Feind. It says, while men slept, Und da heißt es, während die Leute schliefen, the enemy came and sowed these tares, these seeds. kam dieser Feind und säte das Unkraut, diese Samen. So you remember we had a timeline, Also wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten hier eine Zeitlinie, we had a waymark wir hatten eine Wegmarke, that marked the sowing. welches das Säen markiert hatte. There's a field Da gibt es einen Acker, which has got good seed, welches beinhaltet guten Samen. and that very night an enemy came Und dann in der gleichen Nacht and sowed kam ein Feind, der dann was gesät hat, bad seed. nämlich schlechten Samen. And this was the man Und that had dies- sown good seed. Und dies war der Mann, der guten Samen gesät hat. He came Er kam and he went. und er ist auch wieder gegangen. He came and he went. Er ist gekommen und auch er ist wieder gegangen. This principle is not new to us. Dieses Prinzip ist nicht neu. You know that Jesus presents a number of parables Ihr wisst, dass Jesus eine Anzahl von Gleichnissen darstellt, where a oder man gibt, purchases a field, wo ein Mann ein Feld erwirbt plants a vineyard, oder einen Weingarten pflanzt and leaves it to other men to take care of on Und his lässt- behalf. und lässt es dann anderen Menschen, sich dem anzueignen und sich darum zu kümmern. So this concept of the owner coming and leaving is not new to us. Also dieses Konzept, dass der Besitzer kommt und wieder geht, ist nicht neu. The field Das Feld
is the kingdom of heaven. ist das Königreich des Himmels. And the farmer or the householder Und dieser Bauer oder dieser Hausherr, is the owner of this field. dem gehört dieses Feld. Now, I've put a waymark here, Also ich habe hier eine Wegmarkierung markiert. so I just want to make some application at of the line that precedes this waymark. Also möchte ich hier jetzt eine Anwendung machen auf diese kurzen Abschnitt der Linie, die diese Wegmarke zuvorkommt. Verse 24 Vers 24, says he sowed good seed. da heißt es, er säte guten Samen. So we've got a waymark of sowing. Also haben wir eine Wegmarke hingetan, die das Säen markiert. If you go to Jeremiah chapter 4, Und wenn man jetzt zu Jeremia 4 geht, Jeremia 4, remember, erinnert euch, when we look at Old Testament stories or books, dass wenn wir alttestamentalische Geschichten angucken oder Bücher, we should always be going back to the literal original context before we make application. dann sollten wir immer erst zu diesen buchstablichen Anwendungen gehen, bevor wir uns zu dem Kontext uns anschauen, bevor wir eine Anwendung machen. So we know that this is before the destruction of Jerusalem. So wir wissen, dass dies vor der Zerstörung Jerusalems ist. Verse 1, Vers 1, God is talking to Israel, da spricht Gott zu Israel and he says if they will return back to him, und er sagt, wenn ihr zu mir umkehrt, then everything shall be okay, dann soll alles wieder okay werden and they will not be removed or destroyed. und dann werden sie auch nicht zerstört werden. Read verse 1. Oh, sorry. Wenn du umkehrst, Israel spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn deine Gräuel von meinem Angesicht entfährst, so brauchst du nicht mehr umherzuirren. And if they were to do this, Und wenn sie dies nun tun würden, if they were to honor the Lord, wenn sie den Herrn ehren würden, all the nations would bless Israel, not curse them. dann würden alle Nationen Israel segnen, anstatt es zu verfluchen. Verse 2. Vers 2. Und wenn du in Wahrheit Recht und Gerechtigkeit schwörst, so wahr der Herr lebt, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm. So now, Nun, in verse 3, in Vers 3, God is going to bring a challenge to them, da fordert Gott sie nun heraus. and it's to put away sin. Und es ist folgendes, dass sie Sünde abtun sollen. Da heißt es, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. But you'll see Aber dann wird man sehen, from verses 1 and 2, which are literal, die Verse 1 und 2, welche buchstäblich sind, Jeremiah suddenly switches to symbology. dass Jeremia auf einmal den Schalter umdreht und Symbolik anwendet. He talks about breaking up fallow ground. Es geht darum, diesen Grund, im Englischen heißt es so, diesen Grund aufzubrechen. We've spoken about 3 themes: Und wir haben über 3 Thematiken gesprochen. marriage, building, Die Ehe und auch das Bauen and agriculture. und die Agrikultur. And which one is this? Welches von denen ist dieses hier? Agriculture, the third one. Die Agrikultur, das dritte. It says not to sow Es heißt, seht nicht among thorns. unter die Dornen. So if we put one parable with another parable, Also wenn wir ein Gleiches mit dem anderen vergleichen, one prophecy with another prophecy, eine Prophezeiung mit der anderen, by the time you come to this waymark, wenn man jetzt zu dieser Wegmarke dann kommt, where you're sowing seed, wo man dann Samen sät, what must you already have done? was muss man bereits getan haben? According to Jeremiah chapter 4, Aber was wir in Jeremia 4 gelesen hat. you must have already removed the thorns, Man musste bereits die Dornen weggetan haben. because oder you're not allowed to ausgerottet sow among thorns. haben. Denn man ist es nicht erlaubt, unter die Dornen zu sehen. Now, contextually, Also im Kontext, if you see what chapter 4 in Jeremiah is speaking of, wenn man sieht, was Kapitel 4 in Jeremia, um was es da geht, verse 1, in Vers 1, what does it say? was sagt es da? It says, put away your abominations. Er sagt, tut eure Gräuel hinweg. So what are the thorns? Was sind denn die Dornen? Because the Bible will define itself. Denn die Bibel, die tut sich selber auslegen. The thorns are the abominations, aren't they? Die Dornen sind diese Gräuel, sind es nicht? Do we agree with that? Können wir damit übereinstimmen?
So wherever this waymark is, Also wo auch immer diese Wegmarke ist, what must have already occurred? was muss bereits passiert sein? The removal of what? Das Entfernen von was? The removal thorns. of abominations, Die Entfernung von Gräuel. but we want to stick to the symbology, Aber wir wollen uns an die Symbolik halten, which is thorns. welches Dornen sind. Now, thorns are a form of weed. Also Dornen sind jetzt eine Art von Weizen oder ja von Korn. And we could argue Und, a weed like the wheat or weed. weeds. Okay, also Dornen sind jetzt eine Form von Unkraut. Danke. And we could argue that tares, Und wir können sagen, dass Unkraut, which this person is sowing, welches diese Person sieht, are also a form of weeds. auch eine Form des Unkrauts ist. Im Englischen gibt es da zwei Wörter, in the German it's the same word. Yeah. So here, Also hier, when this man sowed in his field, wenn er in seinem Feld gesät hat, what had he already removed? was hat er bereits entfernt? All of the weeds. All Unkraut. He had a clean field, Er hatte ein reines Feld and he sowed good seed into that field. und er hat guten Samen in dieses Feld hineingesät. So you know Also weiß man dann, that the weeds dass das Unkraut, that are in this portion of the history, das in dieser Teil der Geschichte existieren, by the time you get to this waymark, dass wenn man bis zu dieser Wegmarke kommt, have already been removed dass sie bereits entfernt wurden, when you put parable with parable, wenn man ein Gleichnis mit einem anderen vergleicht. because you're not allowed to put these good seeds Denn man ist es nicht erlaubt, diese guten Samen into a field in ein Feld zu which legen, has already got abominations or thorns in it. welches bereits schon Gräuel oder Übertretungen hat oder Unkraut. So hopefully we can see that concept. Ich hoffe, wir können dieses Konzept nachvollziehen. Now, how do you remove these thorns? Die Frage ist nun, wie tut man diese Dornen entfernen? Tells you in verse 3, Es heißt in Vers 3, Jeremiah 4, Jeremia 4, it says, break up your fallow ground. es heißt, pflügt einen Neubruch. So we have a breaking up Also wir haben hier ein Pflügen, dieses Aufbrechen des Grundes, of the fallow ground. also ein Aufbrechen des Grundes, ein Pflügen. So we'll begin with the easy one, Wir werden jetzt mit dem Einfachen beginnen. the ground. Was ist der Grund? What ground is this? Was für ein Grund ist das? Has to be speaking about the field. Es muss ja um das Feld gehen, ne? We can see that. Können wir das sehen? So we've got this field Also wir haben dieses Feld and it's fallow. und fallow, what means fallow? I don't know what it says in there. It's a Neubruch. Ja, okay. What does that mean? Pardon me? Oh, vernachlässigt, okay. Also ein vernachlässigter Grund. The German is not quite as clear. Okay, so the word fallow Also dieses Wort fallow oder vernachlässigt, means land that hasn't been touched by a worker. okay, doesn't say it in the German. Okay, also dieser Grund, dieses Wort fallow heißt eigentlich, dass es vernachlässigt. Jemand hat sich nicht um dieses Feld gekümmert. It's a plot of land that has been left to grow as it wants to. Also dieses Feld wurde sich selbst überlassen und es konnte darauf wachsen, was wollte. So fallow ground Also dieser vernachlässigte Grund is untouched ground. ist ein Grund, der nicht angetastet wurde. Now in this verse, Also in diesem Vers it says break up heißt es, er pflügt oder bricht auf the untouched ground. diesen unangetasteten Grund. So if you're breaking up the ground, Also wenn man diesen Grund aufbricht, what are you doing to it? was macht man? You're touching it. Man fasst es an. So now in this history, Also in dieser Geschichte jetzt, this field da ist dieses Feld is not fallow ist nicht mehr unangetastet, because it's being touched. denn es wird jetzt damit gearbeitet. So if we extend this line back, Also wenn wir jetzt diese Linie noch etwas weiter nach hinten ziehen, we must have a history before this dann müssen wir eine Geschichte bereits zuvor haben, where this field wo dieses Feld is fallow. unangetastet ist. It's untouched. Es ist vernachlässigt. Now it's going to be broken up. Jetzt wird aber daran gepflügt werden. The breaking up process does what? Und dieser Prozess, wo man die Erde aufbrecht, was tut dies?
It removes the thorns, Es tut die Dornen entfernen, so you have a clean field dass man dann ein reines Feld hat, ready to be sowed. das bereit ist, dass man Samen hineinsät. And as soon as he does this work, Und sobald er dann auch dieses Werk vollbringt, then the enemy comes dann kommt der Feind and he puts thorns back in. und dann tut er wieder Dornen da hinein. He doesn't call it thorns in the parable, it calls it tares. Und es werden jetzt aber nicht in dem Gleichnis Dornen genannt, sondern es wird Unkraut genannt. Because tares Denn Unkraut are a unique kind of weed. ist eine bestimmte Art und Form von Unkraut. It's not just any kind of weed. Also im Englischen ist da jetzt ein Unterschied zwischen Unkraut und diesem Unkraut, was da gesät wird. Und dies ist ein sehr spezielles Unkraut. It has some unique properties to it. Es hat sehr spezielle Eigenschaften. And as you go through the parable, Und während man durch dieses Gleichnis hindurchgeht, you'll see what the unique characteristics are. dann wird man sehen, was diese Eigenschaften sind, die so speziell sind. So if we can hold on to all of those thoughts, Und wenn man diesen Gedanken festhalten kann, let me just briefly show you what the unique properties are. dann lasst mich euch jetzt hier zeigen, was diese einzigartigen Eigenschaften sind. But we'll go back to it in a moment. Aber wir werden dann wieder darauf zurückkommen. So we've got our hands in Jeremiah 4, Matthew 13, Also haben wir unsere Hände in Jeremia 4 und Matthäus 13. and now we're going to go to another book. Und jetzt werden wir noch zu einem weiteren Buch gehen. You remember Könnt ihr euch daran erinnern, that I said Matthew 13 dass Matthäus 13 had a parallel passage eine Parallelvers hat in another book. in einem anderen Buch. Do you remember what book that was? Könnt ihr euch daran erinnern, welches Buch dies ist? It was the book of Mark, Es ist das Buch von Markus, chapter 4. Kapitel 4. Hopefully we can remember that connection. Ich hoffe, dass wir diese Verbindung uns daran erinnern. So we're going to quickly look in Mark chapter 4 Also werden wir uns nun schnell Markus 4 anschauen, and make a quick comment and come back to Jeremiah. werden das schnell kommentieren und dann werden wir zurück zu Jeremia kommen. Mark chapter 4, Markus Kapitel 4, we're going to see it's the same parable. werden wir sehen, ist das gleiche Gleichnis. We're going to begin in verse 26. Und wir werden dort im Vers 26 beginnen. Go Da ahead. heißt es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. You already see the verse 26 is the parallel verse to Matthew 13:24. Also wir sehen bereits, dass dieser Vers hier ein Parallelvers zu Matthäus 13, Vers 24 ist. Now, each parable is slightly different in the way it's written. Nun, jedes Gleichnis ist etwas anders in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie andere Gleichnisse. And you'll see the same in Mark because it's teaching something slightly different. Und wir sehen das Gleiche in Markus, denn dieses Gleichnis lernt ein wenig etwas noch was anderes dazu. So it says a man cast seed into the ground. Also es sagt ja ein Mann, der wirft Samen in den Grund, Verse 27. Vers 27. Und er schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. In verse 27, it's talking about the man sleeping. Hier geht es darum, dass der Mann schläft. But in Matthew 13, Aber Matthäus 13, verse 25, im Vers 25, it doesn't say the man slept. da heißt es nicht, dass der Mann geschlafen It says hat. men slept. Da heißt es Männer, also Leute schliefen. Because each story is teaching something slightly different. Denn jede Geschichte tut etwas anderes lehren. Verse 28. Vers 28. Denn die Erde trägt von Selbstfrucht zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Now it says in verse 28, corn. Also es sagt jetzt nun im Vers 28 Korn. Don't let that throw you off, Lasst euch das nicht confuse you. euch verwirren. It doesn't mean that it was corn like corn on the cob or sweet corn. Okay, im Englischen heißt es praktisch, dass da wie Korn, also Mais steht, aber lasst euch nicht verwirren, das war kein Mais. Sometimes they use these different names interchangeably. Manchmal hat man da verschiedene Namen, die in verschiedener Weise benutzt werden kann. In the German it says grain. What I want us to pick up
Was ich hier davon herausnehmen möchte, ist, talks about 3 stages of growth. dass es hier 3 Stadien gibt des Wachstums. First the blade, Erst, erst der Halm, then the ear, dann die Ähre then the full corn in the ear. und dann der volle Weizen in der Ähre. So you have these 3 stages. Also man hat diese 3 Stadien. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. This is not the everlasting gospel. Das ist nicht das ewige Evangelium. It's 3 stages in growth Das sind 3 Stadien innerhalb des Wachstums under the dispensation of the second angel. unter des Zeitalters des zweiten Engels. First the blade, Also erst der Halm, then immature fruit, dann unreife oder unausgereifte Frucht and then mature fruit. und dann gereifte Frucht. Verse 29. Vers 29. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. So it says, when the fruit was brought forth, Also es heißt, wenn die Frucht hervorkommt im Englischen, then you have the harvest, dann hat man die Ernte, symbolized by this sickle. symbolisiert durch diese Sichel. It says fruit in verse 29, Und es heißt hier Frucht in Vers 29, but it's talking about the mature fruit. aber es handelt von dieser reifen Frucht. Because here you have immature fruit, Denn hier hat man ja unreife Frucht, also es and ist noch here nicht you have ausgereift, mature fruit. und hier hat man dann ausgereifte Frucht. Now, when you plant these special weeds, Also wenn man dieses Unkraut, dieses spezielle Unkraut jetzt nun sät, these tares, dieses Unkraut, they are specifically selected dann sind diese speziell ausgesucht, so that at this stage here, dass an diesem Stadium hier, there's no difference between the two. dass es da keinen Unterschied zwischen den 2 gibt. So I'll just show you 2 here. Also werde ich euch hier jetzt 2 zeigen. One is wheat, Eins ist der Weizen and one is tares, und der andere ist der Unkraut. using the phraseology from Matthew 13. Und das ist die Art und Weise, wie das in Matthäus 13 benutzt oder And they're gesagt wird. identical in Und sie- appearance. Sie sind identisch in der Aussehensweise. The enemy knows this Der Feind weiß es, because they're specially selected seeds. denn diese Samen sind speziell dafür ausgesucht worden. At this stage here, An diesem Stadium hier, you could address the issue. addressed You ich could nicht. sort the problem Okay. out Man könnte das Problem da bereits schon lösen, if you could identify the difference between the two. wenn man den Unterschied zwischen diesen 2 erkennen könnte. But because you can't identify them, the problem can't be sorted out. Aber weil man diesen Unterschied nicht sehen kann, kann auch dieses Problem nicht gelöst werden. By the time you get to immature fruit stage, Und wenn man dann zu diesen unreifen Frucht kommt, zu diesem Stadium, if this is wheat wenn das der Weizen ist or if it was barley, oder auch Gerste, the Bible talks about it being wheat, die Bibel spricht darüber, dass es Weizen ist, but in reality it's barley, aber in der Realität ist es Gerste, although you can put one history on top of another. obwohl man eine Geschichte über die andere hin drüber legen könnte. But this is really barley. Aber ist es wirklich Gerste? We'll try and explain why. Und ich werde auch versuchen zu erklären, warum. At this stage here, An diesem Stadium hier, at the immature stage, wo die Frucht unreif ist, what color was für eine Farbe is wheat or barley? hat denn Weizen und Gerste? The fruit, what color is that fruit? Welche Farbe hat diese Frucht? The reason we know it's green Der Grund, warum wir wissen, dass es grün ist, is because if you go to the book of Exodus, dass wenn man zu dem zweiten Buch Mose geht, what's the name of the first month? was ist denn da der Name des ersten Monats? Nisan. People say Nisan, Leute sagen Nisan, but that's not the proper name. aber das ist nicht der akkurate Name. The name Nisan is a Babylonian name that was introduced later on. Das war ein babylonischer Name, der hinterher eingeführt wurde. The proper name is Abib. Der wirkliche oder treue Name ist Abib. Some people say Aviv. Manche Leute sagen Aviv. And what does Abib mean? Und was bedeutet Abib? If you look at the Hebrew definition, Wenn man an die hebräische Definition anschaut, it has the connotation of either green dann heißt what?
it means green, Es bedeutet grün or unripe, oder unreif. because it's talking about the unripe grain Denn es redet über die unreife Frucht in the first month of the year. in dem ersten Monat des Jahres. So we know that the wheat is green, So, wir wissen, dass das Weizen, also dieses Korn hier grün ist. but the tares, Aber dieses Unkraut, the fruit of that is black, die Frucht davon ist schwarz. and it was specifically selected to be that way Und es wurde speziell dafür ausgesucht, damit es auch so ist. because the enemy knows Denn der Feind weiß, by the time you find out dass in der Zeit, wo man dann das rausfindet, that there's tares in your field, dass da Unkraut in deinem Feld ist, because you don't know they're here at this stage, denn du weißt, dass sie nicht hier an diesem Stadium weißt du noch gar nicht, dass sie da sind, there's nothing you can do about it. dass man dann nichts darum tun kann. Kann man nichts mehr machen. So just want to put that in place. Ich möchte das hier so aufzeigen. Coming back to our story, Jetzt zurück zu unserer Geschichte. Jeremiah chapter 4. Jeremia Kapitel 4. He's sown here. Er hat hier gesät. You can't sow when there's thorns in the ground. Man kann nicht sehen, wenn Dornen im Grund sind. The ground needs to be broken up, Der Grund muss gepflügt werden. and the ground that needs to be broken up was originally fallow. Und der Grund, der gepflügt wird, war vorher unangetastet. So you can vernachlässigt. see Also kann man sagen, how we're beginning to develop a line. wie wir eine Linie anfangen können zu entwickeln. Jeremiah chapter 4. Jeremia Kapitel 4. We've already defined what the thorns are. Wir haben bereits schon aufgezeigt, was die Dornen sind. They're abominations. Sie sind Gräuel. Thorns are weeds. Also Dornen sind Unkraut. And without becoming too technical, Und ohne jetzt zu technisch zu werden, abominations are sin. dann sind nämlich diese Übertretungen oder Gräuel sind Sünde. Now you have to ask yourself, what sin is this dealing with? Also jetzt müssten wir uns fragen, um was für eine Sünde handelt es sich denn hier? Now you remember, Und wenn ihr euch daran erinnert, I spoke about this at length. ich habe darüber schon verlängert drüber geredet, Prophets dass Propheten make different applications. verschiedene Anwendungen machen. And the application that we're making, Und die Anwendung, die wir machen, when it talks about these sins, wenn es jetzt über diese Sünde geht, these are the sins of the fathers. das sind diese Sünden der Vorväter. And we're not just making this up, Und wir erfinden das jetzt nicht einfach nur so, because if we went to Matthew 23, sondern wenn wir zu Matthäus 23 gehen würden, we'll see this principle, this concept being brought to view da sehen in the wir, history of Christ. dass dieses Prinzip, dieses Konzept zur Zeit Jesu auch aufgekommen ist. We begin at verse 29. Wir fangen in Vers 29 an. Jesus pronounces a woe upon these leaders. Da tut Jesus ein Wehe über diese Leiter ausrufen. And the reason for this Und der Grund dafür ist, is because they garnish or they embellish the tombs of the righteous dead. weil sie die Gräber der Gerechten verunehren. Verse 30. Vers 30. They have this proverb, this statement, Da hatten sie dieses Sprichwort, that if they lived in the days of their fathers, dass wenn sie in den Tagen ihrer Vorväter gelebt hätten, they would not have killed the prophets like their fathers did. sie hätten nicht die Propheten getötet, so wie es ihre Vorfahren getan haben. And here, Und hier Jesus catches them in their deception or their craftiness. hier tut Jesus sie so praktisch aufdecken in ihrer Täuschung, die sie so umgehen. If you read the verse, Wenn man den Vers liest, 30. Und sagt, hätten wir in den Tagen unseren Vätern gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. the most important phrase you want to pick up from that verse Das wichtigste Teil dieses Verses, den man aufnehmen möchte, is they say, our fathers sagen sie, dass sie unsere Väter
That's the important phrase. Das ist der wichtige Teil. And this is where Jesus has caught them Und das ist auch, wo Jesus dann praktisch den Finger drauf because zeigt. they've trapped themselves. Denn jetzt haben sie sich selber in die Falle reingetan. And he's going to explain that in the following verses. Und er wird das in den folgenden Versen erklärt es dann. So they're going to use Also biblical prophecy sie benutzen biblische Prophetie, to try and get themselves out of a problem. um sich selbst aus einem Problem heraus zu manövrieren. And in that very action, Und in dieser Aktion they actually trap themselves. tun sie sich eigentlich selber verfangen. They say, Sie sagen, if we were living in the days of our fathers, wenn wir in den Tagen unserer Väter leben würden, we would have been good. We wouldn't have been bad like them. dann wären wir gut gewesen. Wir wären nicht so schlecht wie sie gewesen. And Jesus says, Und Jesus sagt, you have trapped yourself. ihr habt euch selber verfangen. Because what have they admitted? Denn was haben sie denn zugegeben? They've admitted that those killers Sie haben zugegeben, dass diese Töter, Mörderer, are who? wer ist? Their fathers. Ihre Väter. And Jesus Und Jesus would never have admitted hätte niemals zugegeben, that those men were his fathers. dass diese Männer seine Väter gewesen wären. Verse 31, Vers 31. he says, Da sagt er, you have borne witness against yourself ihr habt Zeugnis gegen euch selbst gegeben, that you are the children of these murderers. dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Verse 31. Also gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nun das Maß eurer Väter voll. So these are the children, Also die sind die Kinder and the fathers were the murderers. und die Väter sind die Mörder. And why is that an important concept to understand? Und warum ist dies ein wichtiges Konzept, das man verstehen muss? Because when we think about the fathers Denn wenn wir uns über die Väter Gedanken machen and they do sin, und sie sündigen, that sin gets passed on to whom? an wen wird diese Sünde denn weitergeleitet? To their children, An ihre Kinder, unto the first, an, second, third, and fourth generation. bis zu der ersten, zweiten, dritten und vierten Generation. And you can demonstrate Und man kann demonstrieren, that these men dass diese Männer were the fourth generation. die vierte Generation waren. These are the sons or the children. Dies sind die Söhne oder die Kinder. And they say that these people were our fathers. Und die sagen, dass diese Leute ihre Väter waren. Jesus says, if you're going to say that these sinners are your fathers, Und dann sagt Jesus, wenn ihr sagt, dass diese Sünder eure Väter waren and you've already been told to repent and you have not, und euch wurde bereits schon gesagt, umzukehren und ihr habt es nicht getan, this is the crime that you're going to commit. dann ist dies die Übertretung, die ihr vollbringen wird. Verse 32. Vers 33. Ihr Schlangen, Vers 32, Entschuldigung. Ja, macht ihr nun das Maß eurer Väter voll. So this is what the fathers did. Also das ist, was die Väter getan haben. They had their cup Sie hatten ihren Becher and they began to fill it with sin. und sie haben begonnen, es mit Sünde zu füllen. And he says to this group, Und er sagt zu dieser Gruppe, with this same cup, mit dem gleichen Becher, because they're your fathers, denn das sind ja die Väter, you fill up the cup. ihr füllt diesen Becher. So from the fathers to the son, this cup has been filling up. Also von den Vätern bis zu den Kindern wird dieser Becher gefüllt. So if this is the fathers Also wenn das die Väter sind and this is the son, und das die Söhne, the father committed sin dann hat der Vater Sünde begangen and the sons committed sin. und die Söhne haben Sünde begangen. Now what sin Also welche Sünde are these fathers committing? tun denn diese Väter begehen? It's not the sin of murder Es ist nicht die Sünde, jemanden umzubringen, in a moralistic sense. in einer moralischen Art und Weise. Their criminality Ihre Kriminalität is not the crime of murder. ist nicht die Kriminalität von jemanden umzubringen. What is their crime? Was ist denn ihre Übertretung? It's silencing the prophets. Ist diese Propheten zum Schweigen zu And bringen. the prophets Und die Propheten, are bringing a warning message to the people. sie bringen zu den Menschen eine Warnungsbotschaft. So the sin Also die Sünde
is killing prophets, ist, dass man Propheten tötet. and the prophet is a messenger Und der Prophet ist ein Botschafter, who brings a message. der eine Botschaft bringt. So they're killing the message. So sie töten die Botschaft. And I'm sure you've all read Und ich denke, ihr habt alle bereits gelesen, in early writings das sind Early Writings, frühe Schriften, how Ellen White compares wie Ellen White the rejection of John and Christ die Ablehnung von Christus und Johannes to what? mit was vergleicht. The rejection of the first and second angels' messages in Millerite history. Mit den ersten und zweiten Engelsbotschaft in der Zeitgeschichte der Milleriten. And they say, Und sie sagen, if we were living in the time of Christ, dass wenn wir in der Zeit von Christus leben würden, we would never have killed those men, dann hätten wir niemals diese Menschen getötet. John and Jesus. Zum Beispiel Johannes und Jesus. And at the same time, what are they doing? Und zur gleichen Zeit tun sie was? They're killing Sie töten the first and second angels' messages. den ersten und die zweite Engelsbotschaft. So you can go from the fathers to the sons, Also kann man von den Vätern zu den Söhnen which is the gehen, history of Christ, zur Geschichte Christus. and you can go to the Millerite history, Und man kann zur Geschichte der Milleriten gehen. and you're seeing they're doing the same thing. Und man kann sehen, dass sie das Gleiche tun. They make these men Sie machen diese Männer their fathers, ihre Väter and they're the sons, und sie sind die Söhne and they kill the messages und sie töten die Botschaften. like the fathers killed John and Jesus. So wie die Väter Johannes und Christus getötet haben, Jesus getötet haben. Hopefully we can see this connection. Ich hoffe, wir können diese Verbindung sehen. Verse 33, Vers 33, Matthew 13. 23, 33. Da heißt es, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? He calls them serpents. Er nennt sie jetzt Schlangen. Now we know the serpent that we picked up in Revelation 12 Also wir wissen, dass diese Schlange, die wir auch in Offenbarung Kapitel 12 gesehen haben, was the papal church. war die päpstliche Gemeinde. Ellen White says Ellen White sagt, that the dragon in Revelation 12, dass dieser Drache in Offenbarung Kapitel 12, which the Bible says was Satan, sagt die Bibel, dass das Satan war, was symbolized by pagan Rome, wurde durch das heidnische Rom dargestellt, who was the agent of Satan here on earth. welche praktisch so dieser Agent Satans war hier auf dieser Erde. Go back to Genesis, the serpent is Satan. Geht zurück zum ersten Buch Mose, die Schlange dort ist Satan. Another word for serpent is viper. Ein anderes Wort für Schlange ist praktisch eine Viper. So in this verse, Also in diesem Vers, where it says you're a generation of vipers, wenn es hier in dem Vers dann sagt, ihr seid eine Generation von Ottern gezücht, if you look at what the word generation means, dann müsst ihr dran gucken, was es heißt, dieses Wort Generation. Im Deutschen ist es, glaube ich, nicht, das ist im Englischen. it means sons. Dann bedeutet dies Söhne. So Jesus is saying, Also Jesus sagt, you're the sons of Satan, ihr seid die Söhne Satans, which is the same accusation that John made at these people. welche die gleiche Anschuldigung ist, die Johannes gegenüber diesen Menschen He calls them ausspricht. the generation of vipers as well. Er sagt von ihnen auch, dass sie eine Generation von Ottern gezüchtet ist. So these people are the sons of Satan, Also diese Menschen sind die Söhne Satans and they're filling their cup up in the fourth generation. und sie füllen ihren Becher in der 4. Generation. And what's their crime? Und was ist ihre Übertretung? It's the crime of killing the messengers, Es ist die Kriminalität, dass man die Botschaft tötet, the messages, die Botschaften. where God is sending these people to tell them to stop their abominations and to come out of idol worship. Wo Gott diese Menschen sendet und sie diese Botschaft den Menschen gibt, dass sie aufhören sollen, Götzen anzubeten und ihre Übertretungen damit aufhören sollen. I'm sure we're all aware Und ich denke, wir sind alle damit vertraut, that in our history, dass in unserer Geschichte, we too have 4 generations. dass wir auch 4 Generationen haben. We can mark them by years. Und wir können sie auch durch Jahre markieren. And we mark them as 1863, 1888, 1919, and 1957. Und wir markieren diese in den Jahren 1863, 88, 1919, 1957. So each of these years have a history attached to them, an event.
Also all diese Geschichten oder diese Jahre haben Geschichten dazu und das sind auch Ereignisse, die man dort markieren kann. And it's showing you a progressive decline Und es zeigt einen fortschreitenden Verfall in Adventism. im Adventismus. But it's not showing you Aber was es nicht zeigt, that Adventists dass die Adventisten lie more, pardon me, lie, lügen steal more, oder sie mehr lügen, sie mehr stehlen or commit more adultery. oder mehr Übertretungen angehen. It's not teaching that. Es tut dies nicht lehren. It's teaching us Was es uns lehrt, a degradation in our prophetic message. ein Verfall in unserer prophetischen Botschaft. And I think we all know that. Und ich denke, wir wissen das alles. 1863, 1863, the 2520 is rejected. die 2520 wird abgelehnt. 1888, 1888, the third angel's message is rejected. die dritte Engelsbotschaft wird abgelehnt. 1919, 1919, the prophetic gospel is rejected. da wird das prophetische Evangelium wird abgelehnt. In 1957, 1957, the sanctuary message or the atonement is rejected. da wird auch die Heiligtumslehre oder der Tag der Erlösung wird da abgelehnt. And none of these are moral sins in the classic way that we would define morality. Und nichts von all dem ist es in Moral dargestellt, so wie wir typische Moral darstellen würden. So when we come here Und wenn wir jetzt hier rüberkommen and we talk about these thorns, und wir uns über diese Dornen unterhalten, which are the sins that are in this field, welche die Sünden sind, die sich in diesem Feld befinden, they're not sins of morality, dann sind das keine Sünden der Moralität. unless we're suggesting Es sei denn, wir schlagen vor, that from the fallow to the breakup to the clean field, dass von dem Vernachlässigen und dann von dem Pflügen bis zu dem reinen Feld, we all suddenly became totally moral people. dass wir absolut total moralische Personen geworden sind. And as soon as we became a moral kingdom, Und sobald wir dann ein moralisches Königreich geworden sind, Satan kommt Satan, now brings immoral people into the kingdom. bringt er immoralische Leute in das Königreich. I don't believe you can develop a model based upon those ideas. Ich glaube nicht, dass man ein Modell entwickeln kann aufgrund dieser Ideen. Now, we're in Jeremiah chapter 4, Wir sind in Jeremia Kapitel 4 and we know that these seeds are good seeds. und wir wissen, dass diese Samen gute Samen sind. I want to go to another passage in the Old Testament, Ich möchte zu einem weiteren Passage im Alten Testament gehen, the book of Hosea. das Buch des Hoseas. So let's go to Hosea Also lasst uns zu Hosea gehen, chapter 10. Kapitel 10. Matthew 13 says good seed. Matthäus 13 sagt guter Same. Jeremiah just says seed. Jeremia sagt einfach nur Same. Hosea chapter 10 verse 12 Hosea Kapitel 11, Vers 12, says 10, Vers 12, righteous seed. sagt er Samen der Gerechtigkeit. Sow to yourselves in righteousness, Seht euch in Gerechtigkeit, reap in mercy, erntet in der Maß der Gnade, break up your fallow ground, pflügt einen Neubruch, for it's time to seek the Lord denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, till he come and rain righteousness upon you. bis er kommt und Gerechtigkeit regnen lässt. We've got righteous seed, righteous rain. Wir haben gerechten Samen und gerechten Regen. This rain, Dieser Regen, the purpose of it der Grund dafür, is to spark life into a seed. ist ein Funken des Lebens in diesen Samen hineinzugeben. If you go back to an agricultural model, Und wenn man zurück zum Agrikulturmodell geht, you sow before it rains. da sät man, bevor es regnet. So if you're sowing here, Also wenn man hier sät, the rain must come after the sowing. dann muss der Regen nachher kommen. So we've got rain, Also wir haben Regen and this rain und dieser Regen is what kind of rain? ist welche Art von Regen? Righteous. Er ist gerecht. And what kind of seed is this? Und was für eine Art von Same ist dies? Righteous seed. Gerechter Same. So we've got the symbol, the Also doubling, haben wir ein Symbol, nämlich eine Doppelung.
of righteousness. auf der Gerechtigkeit. Now we know, Und wir wissen, we discussed this before, wir haben das bereits vorher schon when we erklärt, think about the sanctuary, dass wenn wir das Heiligtum uns anschauen, we have justification, sanctification, glorification. da haben wir Gerechtigung, Heiligung und Verherrlichung. But in John 16, Aber in Johannes 16, verse 8, Vers 8, it says sin, righteousness, and judgment. da heißt es Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. So righteousness is the second step. Also Gerechtigkeit ist der zweite Schritt. So here, Also hier, this must be the second step, das muss der zweite Schritt sein, which is what I placed here. was ich nämlich hier markiert habe. The work of the second angel. Die Arbeit des zweiten Engels. So this is the history of the second step, Also dies ist die Geschichte des zweiten Schritts and this must therefore be the first. und das muss der erste Schritt sein. First and second angel's messages. Die erste und zweite Engelsbotschaft. Now, we know, Wir wissen, I'm not sure if you all are aware, ich weiß nicht, ob ihr alle damit vertraut seid, but there is a large separation in our movement. aber da ist eine große Trennung in unserer Bewegung. And one of the key points that the separation is over Und einer dieser Schlüsselpunkte, worüber sich die Menge trennt, is the placement of the messages of these angels. ist aufgrund dessen, oder das Problematik ist, das Thema geht darum, wo man diese Botschaften platziert. Where do you place the angels? Wo platziert man die Engel? Their arrival Ihre Ankunft and their empowerment. und ihre Bekräftigung. And that's why I want you to read those 2 chapters from the Great Controversy. Und deswegen möchte ich, dass ihr diese 2 Kapitel aus dem großen Kampf lest. Because we want to see how those angels are placed. Denn wir möchten sehen, wie diese Engel platziert werden. So I'm wo? saying Und ich sage, that the second angel dass dieser zweite Engel has to begin at this waymark here. hier an dieser zweiten Wegmarke beginnen muss. Because you're sowing righteous seed Denn man sät gerechten Samen and it's going to have righteous rain poured upon it. und da kommt auch gerechter Regen hinunter. This is the second step, righteousness. Das ist der zweite Schritt, Gerechtigkeit. So I'm saying this is 2a Also ich sage, das hier ist 2a. and I'm saying that this is 9/11. Und ich sage, das ist der 11. September. We picked that up, as I said, from Matthew 13, Hosea 10. Und wir haben das aus Matthäus 13 und Hosea 10 genommen. I want to read verse 12 again, Ich möchte jetzt nochmal Vers 12 lesen, Hosea 10. Hosea Kapitel 10. Talks about sowing seeds, Da geht es darum, Samen zu sehen. talks about reaping, Da geht es um auch Ernten. and it mentions breaking up the fallow ground. Und es geht auch darum, also zu pflügen. This same concept that we picked from Jeremiah. Es ist genau das gleiche Konzept, das wir auch in Jeremia gesehen haben. And then it says, Und dann sagt es, it is time, es ist Zeit, now, jetzt, present tense, also es ist in Präsenz, to seek the Lord um den Herrn zu suchen, until he comes and rains righteousness upon you. bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. It says till in the King James, it means until. Also es heißt bis in der King James Version, also bis er Present. kommt. Present tense is to seek. Also die Präsenz ist, dass man suchen soll. Future is the pouring of the rain. Die Zukunft ist, dass dieser Regen ausgegossen wird. So you know you're not here. Also man weiß, dass man nicht hier ist. Because if you were here, it would be present tense, rain. Dann, wenn man denn hier sein würde, dann wäre es ja im Präsenz, dieser Regen runterkommt. I'm hoping we can all see that contextually. Und ich hoffe, wir können das alle im Kontext Grammatically. sehen. Grammatisch. The present tense is before this waymark. Dass die Präsenz vor dieser Wegmarke ist. And contextually, it's also before the breaking up. Und im Kontext sieht man auch, dass es eigentlich vor diesem Pflügen ist. So I'm saying the seeking Also ich sage, dieses Suchen is here. ist hier. This is where we're supposed to seek for the Lord. Das ist, wo wir nach den Herrn suchen sollen. When you seek for the Lord, Wenn man den Herrn sucht, He will then instruct you to break up the ground, dann wird er dich anleiten, diesen Grund zu pflügen. and then you'll have a clean field where righteous seed will be sown. Und dann hat man ein reines Feld, wo gerechter Same hineingesät wird. It's exactly the same principle in Jeremiah 4. Let's go back there and see. Genau das gleiche Prinzip wie in Jeremia 4. Lasst uns zurück dazu gehen. Verse 1. Vers 1.
Return back to me, O Israel, Kehre zu mir, Israel, because you have departed from me because of your sins. denn du bist von mir weggegangen wegen deiner Sünde. In this period here on the board, In dieser Zeitperiode hier auf der Tafel, in the fallow ground time period, in dieser Zeitperiode, wo der Grund vernachlässigt ist, it says return. dann sagt es, kehre um. So Jeremiah says return, not seek. Also Jeremia sagt, kehre nicht suchen. Now, return and seek Also dieses jetzt wieder umkehren und zu suchen, are really the same thing if you think about it. wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man, das ist eigentlich das Gleiche. If you returned, Denn nicht, wenn man zurückgegangen it means ist, you've been there before. das heißt, du bist da vorher mal gewesen. That's obvious. Das ist offensichtlich. But if I said seek for something, Aber wenn ich sage, suche etwas, I say seek for the object. dann suche nach dem Objekt. It's in this room somewhere. Es ist irgendwo hier in diesem Raum. Who would be able to find it? Wer würde es denn finden? Nobody. Niemand. Because you don't know what to seek for. Denn du weißt ja nicht, wonach du suchen sollst. So I would have to describe it to you or show you it. Also ich müsste es euch beschreiben oder ich müsste es euch vorher zeigen. So if I showed you this picture, Also wenn ich euch dieses Bild zeige I say seek for that. und dann sage ich, sucht nach dem. So when you've found it, Und dann, wenn man es gefunden hat, how would you know you've found that object? woher würdet ihr wissen, dass ihr das Objekt gefunden habt? Because you've seen it before. Weil ihr es bevor gesehen habt. We get that principle. Könnt ihr dieses Prinzip You erfassen? can only seek for things that you've already seen before. Wir können nur nach Dingen suchen, die wir bereits vorher gesehen haben. So here, Also hier we're supposed to return to the Lord, Jeremiah 4:1, müssen wir zu dem Herrn zurückkehren, Jeremia 4, Vers 1. and then Und dann he tells you how to do that. sagt er, wie man das machen soll. Break up your ground, Er sagt, pflüg deinen remove the Grund, thorns. tu die Dornen ausrotten. So I want us to see this connection Also ich möchte, dass wir hier diese Verbindung sehen, between fallow ground and broken up ground. diesen Verbindung zwischen dem vernachlässigten Grund und dann hier diesen gepflügten Grund. And it happens when you turn back to seek the Lord here. Und es passiert, wenn man zurückkehrt, um den Herrn zu suchen. In Hosea 10 it says, now it is time. In Hosea 10 heißt es, denn jetzt ist es Zeit. I think it's obvious. Ich denke, es ist offensichtlich, If I said now it's time, wenn ich sage, dass es jetzt Zeit ist, what time is this? was für eine Zeit ist dies The denn? time that you need to return back to the Lord. Die Zeit, wo du zum Herrn zurückkehren sollst. The time that you need to seek the Lord. Die Zeit, wo du den Herrn suchen sollst. If we were to go to Ezekiel 37, Wenn man zu Hesekiel 37 gehen würde, verse 1, Vers 1, where would you be? wo befindet man sich denn da? You'd be in a valley, Da befindet man sich in einem Tal. and that valley is full of dry bones. Und dieses Tal ist voll mit trockenen Knochen gebannt. Those dry bones Und diese trockenen Knochen is just another symbol of this fallow field. ist einfach nur ein weiteres Symbol für dieses vernachlässigte Feld. Now, we don't have time to go into Ezekiel 37, Wir haben jetzt keine Zeit, nach Hesekiel 37 zu gehen, but you know there are two prophecies. aber ihr wisst, da gibt es 2 Prophezeiungen. But what we want to pick up is here that there's a valley. Aber was wir davon herausnehmen möchten, ist, dass es da ein Tal gibt. So here's this valley Also hier ist dieses Tal at this waymark. an dieser Wegmarke. You're going to have a first prophecy, then a second prophecy. Hat man die erste Prophezeiung, dann die zweite Prophezeiung. And what do you do in valleys? Und was tut man denn in den Tälern? So let's go to Joel. Lasst uns zu Joel gehen. It's the next book from Hosea, Das ist das nächste Buch nach Hosea, chapter 3, Kapitel 3, verse 14. Vers 14. Joel chapter 3, 14. Welcher Vers ist das im Deutschen? 14. In German we have another chapter in Joel, so I have to look. I'll just read it. Ich werde es einfach nur lesen. It says, multitudes, multitudes Es heißt Menschenmengen, Menschenmengen in the valley of decision. in dem Tal der Entscheidung, For the day of the Lord is near, denn der Tag des Herrn ist nahe.
in the valley of decision. in dem Tal der Entscheidung. So just tell them the chapter number and the verse number. Okay, es ist irgendwo im Kapitel 4. Ich leider weiß den Vers nicht. Vers 14? 4, Vers 14? Okay. So all I want us to pick up, Okay, alles, was ich möchte, dass wir hier rausnehmen. in a valley, In dem Tal, you make decisions. da tut man sich entscheiden. That's all we want to see, Und das ist alles, was wir sehen wollen. because there's a lot more to see. Denn man kann da noch mehr sehen. You need to make a decision to seek the Lord, to return back to Him, because now is the time. Also man muss eine Entscheidung treffen, den Herrn zu suchen und zu ihm zurückzukehren, denn jetzt ist die Zeit. And we all know what that time is. Und wir wissen alle, was diese Zeit ist. It's the end of time, Es ist die Ende der Zeit, the time of the end. die Zeit des Endes. So this is 1989. Das ist 1989. 1989, 1989, you need to begin to break up the fallow ground da muss man jetzt den Grund aufbrechen, pflügen, in preparation for sowing seed into a clean field. um darauf vorzubereiten, guten Samen in das Feld zu sehen, So that the rain can come. in ein reines Feld zu sehen, And what will that rain do? sodass der Regen kommen kann. Was macht der Regen? It will begin to germinate the seed, Es wird den Samen zum Hervorsprießen bringen. turn it into a blade, Erst in eine Halm verwandeln, produce fruit, dann Frucht entwickeln and then mature fruit ready for the harvest. und dann reife Frucht, die für die Ernte vorbereitet ist. And this field Und dieses Feld is the kingdom of heaven. ist das Königreich des Himmels. The kingdom of heaven Und das Königreich des Himmels, is being described as a field that was fallow, dieses Reich wird beschrieben, dass ein Feld ist, das unten vernachlässigt a war. decision needs to be made, Dann muss eine Entscheidung getroffen werden. then a breakup needs to happen, Dann wird gepflügt, the removal of sin, das Entfernen der Sünde, so that the seeds can be sown. sodass der Same gesät werden kann. Now ask yourself some simple questions. Dann fragt euch selber ein paar einfache Fragen. When are all the thorns removed? When? Wann sind all diese Dornen entfernt? Here? Hier? No. Nein. Here? No. Hier? Nein. They begin to be removed here, Sie werden hier angefangen zu entfernt zu and werden. they've all been removed by this waymark. Und sie sind alle bei dieser Wegmarke dann entfernt. There are no more thorns, Hier gibt es keine Dornen mehr. because you have to have a clean field Denn hier muss man ein reines Feld haben, to begin to sow. um säen zu können. And if you don't follow the principle of 1 Corinthians 15, Und wenn man nicht das Prinzip von 1. Korinther 15 you will benutzt, always make mistakes, dann wird man immer Fehler begehen. because people will become confused, Denn Menschen werden verwirrt, because you look with your carnal eyes denn man guckt da mit seinen fleischlichen Augen, at carnal men, nämlich zu menschlichen oder fleischlichen Menschen. and by beholding you become changed. Und durch Anschauen werden wir verändert werden. And we're supposed to be looking at Christ, Und wir sollen uns auf Christus schauen, so that we can be changed into His image. dass wir in sein Bild verändert werden können. And what does Christ look like? Und wie schaut Christus aus? Types, shadows, symbols, parables. Typen, Schatten, Gleichnisse, Symbole. Don't look what human beings are doing. Schaut nicht danach, was Menschen tun. Look at what the parables teach. Schaut darauf, was das Gleichnis lehrt. The parables clearly teach Denn das Gleichnis erklärt deutlich, that the field dass das Feld is cleaned here at this waymark, an dieser Wegmarke gesäubert ist, not afterwards. nicht danach. There's a cleaning process going here. Hier ist ein Reinigungsprozess, der vonstatten geht. How do you clean a field? Wie reinigst du ein Feld? How do you break up a field? Wie tust du dein Feld aufbrechen? We've defined what ground is. Wir haben bereits gesagt, was ein Grund We've ist. defined what fallow is. Wir haben gesagt, was vernachlässigt ist. Now let's define what breakup means. Nun lasst uns sehen, was aufbrechen bedeutet. Breakup means to plow. Aufbrechen bedeutet zu pflügen. Everyone understands what plowing is. Jeder weiß, was pflügen ist. What do you plow with? Mit was pflügt man denn? It's a large knife. Also mit einem großen Messer. So there's this huge knife Da ist dieses große Messer, that's going to come and cut this field.
das da kommen wird und dieses Feld schneiden wird. And when you cut the field, Und wenn man dieses Feld schneidet, you do 2 jobs in one. da tut man 2 Sachen in einem. The first one Das erste is that you get the field ready for the seeds. dass man dieses Feld dafür vorbereitet für den Samen. And in the same process, what do? Und im gleichen Prozess, was tut man With these thorns? mit diesen Dornen? They get cut Sie werden geschnitten with this knife. mit diesem Samen. And what happens to them? Und was passiert zu ihnen? You don't see people picking up these weeds out of these fields, do you? Man sieht nicht Menschen auf den Feldern, die da das Unkraut einsammeln, oder? They get obliterated. Sie werden einfach so untergegraben. They get cut up Sie werden geschnitten, and they abgeschnitten get buried. und dann werden sie begraben. This blade, Dieses this Messer, plow, dieser Pflug is at the back of a tractor. ist am Ende eines Traktors. Whether you're going to make these animals with yokes or a tractor, it's the same principle. Es ist das gleiche Prinzip, ob man das jetzt ein Traktor sein lässt oder einfach Tiere, die vorne den Pflug ziehen. What's this knife going to do Was macht denn dieses Messer hier in this field in diesem Feld, that's got all of these thorns? das all diese Dornen hat? Begins here Es beginnt hier and does what? und tut was? Begins to cut lines. Und es fängt an, Linie zu And schneiden. we call them furrows. Und wir nennen diese Furchen. Is that the same word? So it begins to cut these furrows into this soil. Also es beginnt, diese Furchen in die Erde hineinzuschneiden. When it gets to the end, what does it do? Und wenn es am Ende angekommen ist, was tut es? Turns back. Und dann geht es zurück. And furrow after furrow, Und Furche nach Furche, line after line, Linie auf Linie, it cleans this field up. da wird dieses Feld gesäubert. In preparation for the seed, Und in Vorbereitung für diesen Samen, and it destroys the thorns. und es zerstört die Dornen. The sin problem is eradicated here, Mit dem Sündeproblem wird in dieser Zeitperiode gehandhabt. not in this history. Nicht in dieser Geschichte. In this history, In dieser Geschichte, an enemy creates another problem. da tut der Feind ein anderes Problem verursachen. Now I can see people smiling Und ich kann sehen, dass Menschen lächeln, because the lights come on, denn die Lichter gehen an. because it's obvious what the imagery is showing. Denn es ist offensichtlich, was uns das Bild lehrt. You know as well as I do, Denn ihr wisst genauso wie ich, 91, 92, 1991, 1992, 96, 1996, the increase of knowledge, the formalization of our message, die Zunahme der Erkenntnis und die Formulierung unserer Botschaft, this history here, diese Geschichte hier, the increase of knowledge, diese Zunahme der Erkenntnis, was when we understood about prophetic lines. ist die Zeitperiode, wo wir über diese prophetischen Linien gelernt haben oder verstanden haben. It's the understanding of prophetic lines Es ist das Verständnis von prophetischen Linien, that cleaned up this field. das dieses Feld gesäubert hat. This field Und dieses Feld is the kingdom of heaven. ist das Königreich des Himmels. And you and I Und du und ich are not the kingdom of heaven. sind nicht das Königreich des Himmels. We are members of the kingdom of heaven. Wir sind Teilnehmer des Königreichs des Himmels. In the same way, we're not the ark, Wir sind in der gleichen Art und Weise, wir sind nicht die Arche, we're builders of the ark. aber wir sind Erbauer der Arche. In the same way, we're not New Jerusalem, In der gleichen Art und Weise, wie wir nicht das neue Jerusalem which sind, is the bride, welches die Braut ist, which is the church, welches die Gemeinde ist, but we're guests aber wir sind die Gäste or virgins oder die Jungfrauen, who come to the wedding. die zu der Hochzeit kommen. If you don't see these two distinctions, Und wenn man diese 2 Unterschiede nicht erkennt, you open yourself up dann eröffnet man sich selbst, to being influenced by erroneous doctrines. dass man von falschen Lehren beeinflusst werden kann. Because people are going to argue, Denn Menschen werden jetzt argumentieren, are you telling me, dann sagst du mir, this is their argument, das ist ihr Argument, that the sin problem has been taken out of your life dass das Sündenproblem in deinem Leben at 9/11, am 11. September entfernt wurde. and they're using this parable to teach that false doctrine. Und sie benutzen dieses Gleichnis, um diese falsche Lehre zu lehren.
And the parable is clear. Und das Gleichnis ist deutlich, This is talking about the kingdom of heaven. dass es hier um das Königreich des Himmels geht. It's not talking about the seeds. Es redet hier gar nicht über die Samen. It's not talking about the men. Es redet auch hier nicht über die Männer, It's talking about the church, the kingdom of heaven. sondern es geht hier um die Gemeinde, das Königreich des Himmels. And if we don't understand that, Und wenn wir das nicht verstehen, you destroy your prophetic ability to understand what's going on. dann hat man die Möglichkeit von seinem prophetisches Verständnis zerstört. Ask yourself one question. Frage dich selber eine Frage. If this is true, Wenn das wahr ist, and it's not talking about an individual, und es handelt hier nicht über ein Individuum, it's not talking about whether or not you do sin or whether you don't do sin. ob es darum handelt, ob du Sünde begehst oder ob du keine Sünde begehst. Because for a start, this is talking about this concept. Denn um anzufangen, es handelt hier um dieses Konzept. It's not talking about your morality, Es handelt nicht um deine Moralität. but put that to one side. Aber leg das zu einer Seite hinüber. There's a church which is in apostasy. Da gibt es eine Gemeinde, die im Abfall sich befindet. People make a decision because now it's time to decide. Nun begehen Menschen Entscheidungen, weil es die Zeit ist, sich zu entscheiden. Something begins to break up. Etwas fängt an aufzubrechen oder zu pflügen. What begins to get cut out? Was wird denn angefangen, herausgeschnitten zu werden? These sins, Die Sünde, these sins of the fathers, diese Sünde der Väter, there's this destruction of our prophetic message. diese Zerstörung unserer prophetischen Botschaft. As this sin begins to be cut out, Und während diese Sünde herausgeschnitten wird, you see that this field begins to change. da sieht man, dass dieses Feld, wie es sich verändert. And if you are able to, Und wenn es dir ermöglicht ist, even at this premature level, sogar in hier diesem Frühstadium, which I think you should be able to, wo ich denke, dass ihr es sehen könnt, when you remember what Brother Tabo was teaching, wenn ihr euch daran erinnert, was Bruder Thabo erwähnt hat oder gelehrt hat. I don't think he used this phraseology Ich glaube nicht, er hat diese folgende Redewendung benutzt, of parallel kingdoms, über die Parallelkönigreiche. but you have two things going on. Aber man hat zwei Sachen, die hier vonstatten gehen. Daniel chapter 2, Daniel Kapitel 12, a stone Daniel Kapitel 2. Ein is Stein, brought to view in that chapter. ein Stein wird in diesem Kapitel zutage gebracht. And what's the first thing you know about that stone? Und was ist das Erste, was wir über diesen Stein kennen? It says it's cut out. Es sagt, es wird herausgeschnitten. To cut something out, you need a blade. Um etwas herauszuschnitten, brauchen wir ein Messer. And the only blade you're going to see here in this story Und diese einzigste Messer, was man hier sieht in dieser Geschichte, is this one, ist dieses hier and one at the end, this one. und eins am Ende, nämlich dieses hier. So you have to ask yourself which blade is being referred to in Daniel 2. Also muss man sich jetzt fragen, welches Messer ist es denn, das in Daniel 2 davon handelt? Is it the blade of harvest, Ist es das Messer der Ernte or is it the blade here? oder ist es das Messer hier vorne? I would suggest Ich würde vorschlagen, it's this one here. dass es dieses ist. The stone Dass dieser Stein, is being cut out er wird herausgeschnitten of the mountain. aus dem Berg. And that's what's happening here. Und das ist, was hier passiert. The removal of prophetic sin. Das Wegschneiden von prophetischer Sünde. People don't like that phraseology. I don't know why. Und ich weiß nicht warum, aber Leute mögen das nicht, wenn man das so Because they think it doesn't even exist. vielleicht, weil sie denken, das existiert überhaupt nicht. In closing, Aber im Abschließen jetzt, what I want us to see, was ich möchte, dass ihr seht, this is a story about a kingdom. dass dies eine Geschichte über ein Königreich ist. It's not a story about the subjects. Es ist nicht eine Geschichte über das Subjekt, It's not a story about these subjects that aren't even supposed to be here. also über diese Dinge, die überhaupt nicht hier sein sollten. If it's a story about a kingdom Wenn es eine Geschichte über ein Königreich ist, that's being cut out, welches herausgeschnitten wird, by the time you get to this waymark, dass zur Zeit, wenn man zu dieser Wegmarke the kommt, kingdom is clean. da ist das Königreich rein. And this is why people Und das ist, warum Menschen, want to change this theology die möchten diese Theologie ändern, and say the cleanup of the kingdom is afterwards. dass das Reinigen des Königreichs
hinterher ist. Because if the kingdom is clean here, Denn wenn das Königreich hier bereits schon rein ist, it's right dann ist es richtig, from this point all the way through. von diesem Punkt an fortan, also es ist gerecht. I know it's obvious, Und ich weiß, es ist offensichtlich, but the opposite of right is wrong. aber der Gegensatz von richtig ist falsch. And everyone is standing up today Und jeder steht heutzutage auf und sagt and trying to claim und versucht auszusagen, that this kingdom dass dieses Königreich, has been wrong dass es falsch war for the last 16 years. für die letzten 16 Jahre. And now these people, Und nun diese Menschen, who are just subjects of the kingdom, by the way, die Teil dieses Königreichs sind, nur so nebenbei, are now going to straighten this kingdom out. sind diejenigen, die dieses Königreich praktisch gerade richten wollen. Now you need to decide for yourselves Und ihr müsst es jetzt für euch selber entscheiden, when this kingdom was cleaned. wann dieses Königreich gereinigt wurde. Was it cleaned here, War es schon rein hier, as these 3 books have shown, wie diese 3 Bücher aufgezeigt haben? Hosea, Hosea, Jeremiah, Jeremia, Matthew, Matthäus. and I'll put Mark with Matthew, 3 books. Also ich mache den Markus mit dem Matthäus, also 3 Bücher. Is this sequence correct? Ist diese Sequenz richtig? Or is the cleanup of this church, Oder ist diese Reinigung der Gemeinde, this kingdom, dieses Königreich, yet future? immer noch Zukunft? That's what is the issue in our movement today. Das ist das Problem in unserer Bewegung heute. And in case you missed it, Und wenn ihr dass ihr es verpasst habt, you can see the foundations began to be laid at 9/11, dann kann man sehen, dass das Fundament bereits am 11. September angefangen wurde, gelegt zu werden. and what's interesting Und was ist interessant, is everybody, dass jeder, whatever side of the argument you're on, egal auf welcher Seite des Arguments man steht, everyone agrees the foundations began to be laid here at 9/11 dass jeder damit übereinstimmt, dass die Fundamente am 11. September gelegt wurden. because they're forced to come to that conclusion. Denn man ist dazu gezwungen, zu dieser Schlussfolgerung But zu they kommen. say Und sie sagen, after the foundations have been laid, auch wenn die Fundamente gelegt worden sind, this is when things begin to be corrected. das ist dann jetzt die Zeitperiode, wo die Dinge richtig gemacht werden oder richtig gestellt werden wurden. Danke. Don't be confused on this issue Seid nicht über diese Thematik verwirrt, because they'll tell you denn sie werden sagen, that men dass came up with wrong ideas in this history dass Männer in dieser Geschichte mit falschen Ideen aufgekommen sind. because they want to confuse Denn sie wollen verwirren the subject of the seed and the field. das Thema über den Feld und den Samen verwirren. If you keep them separate, Aber wenn man sie getrennt you'll hält, see that this is a picture of the field, dann sieht man, dass dies ein Bild des Feldes ist. but here it's a symbol of a house. Und hier jetzt ist es ein Symbol eines Hauses. It's not the people who live in the house. Sind nicht die Menschen, die in dem Haus leben. Either the house Es ist entweder das Haus, has not been built properly wurde nicht richtig gebaut, or it has. oder es wurde richtig gebaut. So either this foundation has been laid correctly or it hasn't. Also entweder wurde dieses Fundament korrekt gelegt oder es wurde nicht korrekt gelegt. And that's what each of us needs to decide for ourselves. Und das ist etwas, was jeder Einzelne für sich selber entscheiden muss. Because if the foundations haven't been laid correctly, Denn wenn die Fundamente korrekt gelegt wurden, and I guarantee you everybody agrees with this, und ich garantiere euch, dass jeder mit dem übereinstimmt. they agree with the stones, Sie stimmen mit den Steinen überein. they may not agree when they were cut out, Sie mögen vielleicht nicht darüber einstimmen, wann sie ausgeschnitten but wurden, they agree with the principles, aber sie stimmen mit den Prinzipien what they überein, represent. was diese Steine repräsentieren. And now they've developed an argument Und nun entwickelt sich ein Argument, that von says when those stones were laid, they weren't laid correctly. dass wenn diese Steine gelegt wurden, dass sie nicht korrekt gelegt wurden. So you now have people Nun hat man jetzt who Menschen, are coming die kommen and taking those foundation stones and taking them out und sie nehmen diese Fundamentensteine und nehmen sie heraus and putting them in the correct place. und sie tun sie jetzt in die richtige Stelle legen. Now you ask yourself the question, does history repeat or not? Und jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, wird sich die Geschichte wiederholen? Because I will challenge you, Denn ich werde euch herausfordern, when they were laying Solomon's temple,
dass als Salomons Tempel gebaut wurde, they didn't put the stones in straight away. dass sie die Steine nicht einfach so reingelegt haben. The ground was prepared, Der Grund war vorbereitet and they looked at the ground and they looked at the stone, und sie haben dann diesen Grund angeschaut und sie haben sich die Steine angeschaut and they didn't match. und sie haben nicht mit übereingestimmt. So they thought. So haben sie gedacht, So they left it. so das haben sie es einfach gelassen. Eventually, when they decided to put the stones in place, Und dann, als sie eigentlich sich entschieden haben, diese Steine wirklich zusammenzusetzen, did they fit perfectly or not? haben sie perfekt gepasst oder nicht? You know they did. Du weißt, dass das so war. Once the foundation stones are put in place, they're never taken out again. Als diese Fundamentensteine dann alle gelegt waren, dann wurden sie nie wieder herausgenommen. People have developed a model that is not even logically consistent. Menschen haben jetzt eine Logik entwickelt, die noch nicht einmal logisch nachvollziehbar oder treu ist. They Also believe in konsistent repeat of ist. history. Pardon me? They believe in repeat of history. Sie glauben daran, dass die Geschichte wiederholt. They believe Wird. that the foundation stones were never removed in the original. Sie glauben daran, dass im Originellen diese Fundamentensteine niemals herausgenommen wurden. They agree the foundations were laid from 9/11, Sie stimmen damit überein, dass das Fundament am 11. September gelegt wurde. and now they go back Und nun gehen sie zurück and they say that they were not laid correctly. und sie sagen, dieses Fundament wurde nicht korrekt gelegt. And what people don't see, Und was Menschen nicht sehen, the reason why we're able to make that wrong conclusion ist die Art und Weise, die es uns ermöglicht, zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen, is because they mix the seed and the field, ist, weil sie das Symbol des Samens und des Feldes vermischen. and they don't separate them. Und sie tun sie nicht trennen. And they can't see Und sie können nicht sehen, that the seed is one thing and the field is another. dass der Same ein Ding ist und das Feld eine andere. We have multiple lines of prophecy that show you that the field was clean here. Wir haben mehrere prophetische Linien, die aufzeigen, dass das Feld hier bereits rein war. I've just given you two, one from Matthew, one from the story of Solomon. Ich habe euch gerade zwei gegeben, eins von Matthäus und das andere von Salomo. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness. wir möchten dich für deine Güte danken. Please help us to have clarity Herr, helfe uns, Klarheit zu haben on the truth you want to teach your people. mit der Wahrheit, die du deinem Volk lehren möchtest. Help us to review and understand these prophecies Helfe uns, diese Prophetien zu wiederholen und zu verstehen, so that things might become clearer to us. sodass die Dinge deutlicher zu uns werden. We thank you that we could come here together Wir möchten dir danken, dass wir hier zusammenkommen können, to understand your word um dein Wort zu verstehen and to grow in grace. und in der Gnade zu wachsen. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.